Willkommen zu den Übungsgesprächen auf Deutsch. Mach dich bereit, dein Deutsch zu üben und flüssiger zu sprechen. Untertitel sind in vielen Sprachen verfügbar. Du kannst sie in den Videoeinstellungen aktivieren. Und wenn du mitlesen möchtest, findest du den Link zum PDF in der Beschreibung. Los geht's! Hi Tom, wie geht es dir heute? Hi Anna, mir geht es gut, danke. Und dir? Mir geht es auch gut. Heute möchte ich über eine Freundin von uns sprechen. Oh, wirklich? Wer ist das? Ich möchte über Lisa sprechen. Sie ist sehr extrovertiert. Ja, Lisa ist sehr aufgeschlossen und freundlich. Ich mag sie sehr. Ich auch. Ich finde extrovertierte Menschen wie Lisa interessant. Sie sind anders als schüchterne Menschen. Da stimme ich zu. Extrovertierte Menschen sind in der Regel sehr gesellig. Sie sprechen gerne und treffen neue Freunde. Genau. Lisa lächelt und lacht immer. Sie macht, dass sich alle glücklich fühlen. Das habe ich auch bemerkt. Wenn ich mit Lisa zusammen bin, fühle ich mich entspannter und habe mehr Spaß. Ja, Lisa hat viel Energie. Sie liebt es, in Gruppen zu sein und mit vielen Leuten zu sprechen. Ich erinnere mich an die letzte Party. Lisa hat mit allen gesprochen. Sie hat sogar mit Leuten getanzt, die sie nicht kannte. Das stimmt. Lisa hat keine Angst, neue Dinge auszuprobieren. Sie ist sehr mutig. Das bewundere ich an ihr. Manchmal fühle ich mich in großen Gruppen schüchtern, aber bei Lisa fällt es mir leicht. Mir geht es genauso. Wenn Lisa da ist, fühle ich mich selbstbewusster. Sie ermutigt mich immer zu sprechen. Lisa ist auch eine gute Zuhörerin. Obwohl sie viel redet, interessiert sie sich für das, was andere sagen. Ja, das tut sie. Ich mag es, wie sie Fragen stellt und Interesse an unseren Geschichten zeigt. Ich denke, extrovertierte Menschen wie Lisa tragen dazu bei, unsere Gruppe unterhaltsamer und aktiver zu machen. Da stimme ich zu. Sie bringen Energie und Leben in jede Situation. Anna, denkst du, dass es immer gut ist, extrovertiert zu sein? Das ist eine gute Frage. Ich denke, extrovertiert zu sein hat viele Vorteile, kann aber manchmal auch ermüdend sein. Ja, das habe ich auch bemerkt. Lisa liebt es, mit Menschen zusammen zu sein, aber manchmal braucht sie auch ein wenig Ruhe. Genau. Selbst extrovertierte Menschen müssen sich ausruhen. Es ist wichtig, ein Gleichgewicht zu finden. Ich mag es, dass du Gleichgewicht gesagt hast. Ich denke, sowohl extrovertierte als auch introvertierte Menschen sind wichtig in unserem Leben. Ja, das sind sie. Introvertierte Menschen sind oft ruhig und nachdenklich. Sie verbringen gerne Zeit allein. Ich habe einen Freund, der introvertiert ist. Er liebt es zu lesen und zu zeichnen. Das ist ganz anders als bei Lisa. Das stimmt, jeder Mensch ist einzigartig. Ich lerne von beiden, von Extrovertierten und Introvertierten. Ich auch. Ich genieße Lisas Energie und schätze auch die Ruhe meines stillen Freundes. Tom, wie fühlst du dich, wenn du mit Lisa zusammen bist? Wenn ich mit Lisa zusammen bin, fühle ich mich glücklich und energiegeladen. Sie bringt mich zum Lachen und ich vergesse meine Sorgen. Mir geht es genauso. Lisas Lächeln und ihr Reden machen meinen Tag besser. Ich mag es, dass Lisa mich immer neuen Leuten vorstellt. Ich treffe viele Freunde durch sie. Ja, sie ist eine großartige Freundin. Lisa hilft uns allen, geselliger zu sein. Manchmal versuche ich, mehr wie Lisa zu sein. Ich versuche, mehr zu sprechen und mehr zu lächeln. Das ist eine gute Idee. Ich versuche auch, von Lisa zu lernen. Sie zeigt mir, dass es in Ordnung ist, offen und freundlich zu sein.
Anna, denkst du, dass Lisa sich ihrer extrovertierten Natur bewusst ist? Ich glaube schon. Lisa weiß, dass sie aufgeschlossen ist. Sie sagt oft, dass sie es liebt, neue Menschen zu treffen. Ja, ich habe sie das schon oft sagen hören. Sie genießt Partys und gesellschaftliche Veranstaltungen. Lisa plant sogar viele unserer Gruppenaktivitäten. Sie ist immer diejenige, die ein Picknick oder einen Spieleabend vorschlägt. Das stimmt. Ich denke, sie mag es in sozialen Situationen, die Führung zu übernehmen. Ich bewundere sie dafür. Es erfordert Mut, sich zu äußern und Veranstaltungen zu planen. Da stimme ich zu. Lisa macht unsere Gruppe unterhaltsamer, weil sie keine Angst hat, neue Dinge auszuprobieren. Tom, denkst du, dass extrovertierte Menschen wie Lisa gute Führer sind? Ja, das denke ich. Extrovertierte Menschen haben oft gute Kommunikationsfähigkeiten. Sie sind normalerweise freundlich und selbstbewusst. Das habe ich bei Lisa gesehen. Sie spricht klar und lässt jeden sich willkommen fühlen. Lisa ist auch sehr kreativ. Sie hat neue Ideen für unsere Aktivitäten. Das ist eine großartige Eigenschaft. Kreative Führer inspirieren andere, sich anzuschließen und Spaß zu haben. Ich denke, Lisa wird in der Zukunft eine gute Führerin sein. Sie ist mutig und freundlich. Da stimme ich zu. Ich hoffe, sie nutzt weiterhin ihre Energie und Kreativität, um anderen zu helfen. Anna, was magst du am meisten an Lisa? Ich mag, dass Lisa immer glücklich und voller Energie ist. Sie macht jede Situation besser. Ich mag ihr Lächeln und ihren Mut. Lisa hat keine Angst, ihre Meinung zu sagen. Ja, ihre Ehrlichkeit ist sehr erfrischend. Ich mag auch, dass sie eine gute Freundin ist. Sie hört zu und kümmert sich. Ich bewundere ihre Fähigkeit, leicht neue Freunde zu finden. Das fällt mir manchmal schwer. Ich verstehe. Freundschaften zu schließen kann schwierig sein, aber Lisa zeigt uns, dass es möglich ist. Ich fühle mich glücklich, Lisa als Freundin zu haben. Sie hilft mir, zu wachsen und zu lernen. Mir geht es genauso, Tom. Lisa ist ein wunderbares Beispiel für eine extrovertierte Person. Sie macht unser Leben bunter. Anna, denkst du, dass du eher extrovertiert oder introvertiert bist? Ich denke, ich bin ein bisschen von beidem. Manchmal bin ich gesellig wie Lisa und manchmal brauche ich Ruhe. Mir geht es ähnlich. Ich unterhalte mich gerne mit Freunden, aber ich lese auch gerne allein. Es ist gut, ein Gleichgewicht zu haben. Ich lerne von sowohl meinen extrovertierten Freunden als auch von meinen ruhigen Momenten. Ja, jeder Mensch ist anders. Ich denke, es ist am wichtigsten, man selbst zu sein. Da stimme ich zu. Egal, ob man extrovertiert oder introvertiert ist, man ist einzigartig und wertvoll. Ich bin froh, Freunde wie Lisa zu haben, die mir die Freude am Geselligsein zeigen. Und ich bin dankbar für meine stillen Freunde, die mir helfen, nachzudenken und zu reflektieren. Anna, wie hilft dir Lisa in deinem Alltag? Lisa hilft mir, indem sie mich ermutigt, an Gruppenaktivitäten teilzunehmen. Sie gibt mir mehr Selbstvertrauen in sozialen Situationen. Das ist nett. Ich habe das Gefühl, dass Lisa mir hilft, mich zu entspannen und das Leben mehr zu genießen. Ich mache mir oft Sorgen über kleine Dinge, aber wenn ich mit Lisa zusammen bin, vergesse ich meine Sorgen. Ja, Lisa hat eine Art, alles leicht und lustig erscheinen zu lassen. Ihre Energie ist sehr positiv. Ich versuche bei Aktivitäten wie Sport und Spielen mit Lisa mitzumachen. Das macht mich aktiver. Das mache ich auch.
Lisa lädt mich ein, zu tanzen und zu lachen. Ich fühle mich lebendiger, wenn ich mit ihr bin. Lisas Freundschaft ist mir sehr wichtig. Sie hilft mir zu wachsen und offener zu sein. Das fühle ich auch so. Ich lerne jeden Tag neue Dinge von Lisa. Sie macht das Leben interessanter. Anna, denkst du, dass extrovertierte Menschen wie Lisa Herausforderungen haben? Ja, ich denke schon. Manchmal können extrovertierte Menschen zu aktiv sein. Sie ruhen sich vielleicht nicht genug aus. Das habe ich bei Lisa bemerkt. Manchmal redet sie viel und macht keine Pause. Genau. Obwohl Lisa voller Energie ist, braucht sie manchmal auch Ruhe, um sich wieder aufzuladen. Ich hoffe, dass Lisa daran denkt, sich auszuruhen. Es ist wichtig, dass jeder ein Gleichgewicht findet. Ich stimme zu. Gleichgewicht ist der Schlüssel zu einem glücklichen Leben. Ich denke, Lisa lernt das auch. Manchmal sagt sie, dass sie einen Tag zum Entspannen braucht. Das ist gut. Ich hoffe, sie nimmt sich diese Zeit für sich selbst. Ja, ich mache mir um Lisas Wohlbefinden Gedanken. Ich möchte, dass sie glücklich und gesund ist. Anna, wie können wir Lisa in ihrer extrovertierten Natur unterstützen? Wir können Lisa unterstützen, indem wir an Aktivitäten teilnehmen und sie auch daran erinnern, sich auszuruhen. Wir können auch ruhige Tage zusammen planen. Das ist eine großartige Idee. Ich würde gerne einen ruhigen Tag mit Lisa planen, vielleicht ein Picknick im Park. Ja, ein Picknick ist perfekt. Wir können reden, lachen und auch etwas Ruhe genießen. Ich werde das Lisa beim nächsten Mal vorschlagen, wenn wir uns treffen. Ich denke, sie wird die Idee mögen. Da stimme ich zu. Sich gegenseitig zu unterstützen ist in einer Freundschaft sehr wichtig. Ich fühle mich glücklich, Freunde wie dich und Lisa zu haben. Wir helfen uns gegenseitig zu wachsen. Mir geht es genauso, Tom. Unsere Freundschaft macht das Leben besser. Großartige Arbeit! Möchtest du dein Deutsch üben und flüssiger werden? Bitte abonniere unseren Kanal und aktiviere die Benachrichtigungsglocke, damit du keine unserer kostenlosen Übungsgespräche verpasst. Bis zum nächsten Video.